Am 7. Juni 2025 ist Swatch mit der bislang 9. Umsetzung der Scuba 50 Fathoms in den Verkauf gegangen, der sogenannten Green Abyss, die eine Woche zuvor mit einer Teaser-Kampagne angekündigt worden war. Und damit ist jeden Tag eigentlich etwas klarer geworden, dass es sich A um eine grüne Umsetzung und B um eine der wenigen No-Date-Umsetzungen innerhalb der Kollaboration zwischen Blancpain und Swatch handeln müsste. Im Unterschied zu den 6 anderen Modellen mit dem Datumsfenster zwischen 4 und 5 Uhr kommen diese 3 Modelle mit einem leicht angepassten Kaliber, dem System 51, das aber ohne Ghost-Datum kommt. Das heißt, aus der verschlossenen Kronenposition geht man direkt in die Zeigerstellung und nicht zuerst über eine Leerposition mit dem Datum. Ein weiterer Unterschied ist natürlich ein etwas anderer Satz an Indexen, ein anderes Logo, das ohne Serifen umkommt und hier als Besonderheit noch mit einer beigefarbenen Leuchtmasse auf dem Drehring und dem Zifferblatt umgesetzt worden ist. Also das Ganze ist etwas retro. In der unteren Zifferblatthälfte kommt das Feuchtigkeitsmesssymbol zum Einsatz, das man von den Mills-Beck 50 Fathoms aus den späten 50er Jahren kennt. Also ein Feuchtigkeitsindikator, den man hoffentlich so nie brauchen wird. Die Uhr ist bis 91 Meter wasserdicht. Getestet ist das Ganze bedeutend tiefer. Ich selber habe bin mit der Uhr getaucht, habe also keine Schwierigkeiten damit festgestellt. Ebenfalls ist hier, was bei den vorhergehenden Modellen bereits zum Einsatz gekommen ist, also der Blue Lagoon und der Pink Ocean, kommt hier nicht mehr das NATO-Band zum Einsatz, sondern ein zweiteiliges Band mit demselben Muster und demselben Material. Für mich ist das Ganze etwas ein Rückschritt. Ich mag das NATO-Band sehr. Ich finde, es ist sehr funktional, es passt auch zur Uhr. Ich verstehe aber, dass Swatch hier auf vielleicht Kundenfeedback reagiert hat und einerseits den Blick auf das Werk zulässt, andererseits vielleicht nicht jeder mit dem überlangen NATO-Band klargekommen ist. Für mich, wie gesagt, ein etwas Rückschritt, besonders weil die Naht auf der einen Seite mich etwas kratzt, aber an der Optik des Ganzen ändert das nichts. Zurück zur Uhr. Die Green Abyss kommt natürlich auch mit einem 42,3 mm großen Gehäuse aus Biokeramik. Die Lünette rast in 120 Schritten. Das Glas auf der Rückseite ist aus Saphir. Die Schlaufe des Bandes, die Dornschließe, die Krone und natürlich auch der Drehring, der mit 120 Schritten rastet, sind allesamt aus Biokeramik. Das Zifferblatt hier etwas dunkelgrau, schwarz, matt umgesetzt in Kombination mit den grünen Elementen und den beigefarbenen Indexen und Markierungen auf der Drehlünette sicher ein optisch gelungener Auftritt, der für mich gerade etwas hinter der Ocean of Storms liegt, die für mich weiterhin der Favorit innerhalb der 9 Uhren, die es seit 2023 so zu kaufen gibt, darstellt. So, ich habe den Verkauf am ersten Tag in Zürich miterlebt, in der Boutique an der Bahnhofstraße, die um 9 Uhr öffnet an einem Samstag. Das ist eine ganze Stunde vor den anderen Läden in Zürich. Zudem hat es geregnet, es war Pfingsten und die Spekulanten wissen mittlerweile, dass sich mit der Scuba 50 Fathoms nicht einfach mal ein schnelles Geld machen lässt. Insofern war das Ganze an dem Morgen recht entspannt. Wer eine kaufen wollte, hat eine gekriegt und ich denke, dass in den meisten Läden so kurz nach dem Mittag die Vorräte verkauft worden waren. Für mich ist damit die ideale Balance zwischen Angebot und Nachfrage erreicht worden. Wie gesagt, wer eine will, kann auch eine kriegen. Der Preis liegt auch hier bei 375 Schweizer Franken. Das entspricht 400 Euro oder 400 Dollar für alle, die außerhalb der Schweiz kaufen müssen oder möchten. Wer jetzt das Gefühl hat, der Hype bei dieser Uhr ist vorbei, ich würde dem etwas widersprechen wollen. Ein kurzer Blick auf meinen Website-Traffic zeigt relativ klar, wann die Uhr angekündigt worden ist und welchen Impact das Ganze auf das Suchverhalten der Nutzer hatte. So, wer mehr über die seit 2023 aktive Kollaboration zwischen den beiden Konzernschwestern Swatch und Blancpain erfahren möchte, im Beschrieb des Videos hat das einen Link mit weiteren Informationen rund um die Kollaboration, aber natürlich auch um das hier gezeigte Modell der 9., der sogenannten Green Abyss. Ich würde mich freuen über ein Like, noch etwas mehr über Feedback und ganz besonders über ein Subscribe. Damit kann ich sicherstellen, dass Inhalte wie diese, so sie denn gefallen, in Zukunft automatisch im Feed auftauchen. Herzlichen Dank.